Guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 6 Uhr, an einem Freitag, der 13. Ein wunderbares Datum. Und heute geht es vom schönen Osttirol ab in die schöne Steiermark, und zwar in die Hauptstadt von der Steiermark, nach Graz. Heute gehen wir ans Metal on the Hill Festival von Napalm Records und ich freue mich richtig drauf. Denn schließlich ist das erste Festival oder das erste Konzert seit ungefähr 1,5 Jahren nach dem ganzen Corona-Scheiß, beziehungsweise der fängt ja wieder an, ist ja wurscht. Jedenfalls würde ich euch in diesem Video ein bisschen einen Vlog zeigen von dem Wochenende, von dem Festival und wünsche euch dabei viel Spaß. So, wir haben es geschafft. Wir sind endlich in der schönen Steiermark im wunderschönen Graz angekommen. Das einzige Problem, was wir momentan haben, das Hotel hat noch nicht offen. Das heisst, wir können noch nicht einchecken und darum wissen wir jetzt noch nicht richtig, was machen. Und das Konzert fängt auch erst am 1 an, beziehungsweise am 1 ist Einlass in Schlossberg. Und darum werden wir jetzt mal schauen, wie wir unsere Zeit noch vertreiben können bis dahin. Jedenfalls, nicht jedenfalls. Es geht jetzt los. Oder später. Mal schauen. Hinter mir sieht man den weltbekannten Glockenturm hier von Graz. Hier, wo ist er? Hier, der hier. Und dort gehen wir jetzt hin. Mal schauen, wie das von der Nähe aussieht. Das Schönste ist, man kann jetzt so richtig den Touri raushängen lassen und darum sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu der Grazer Märchenbahn. Weißt du wie gut? Da können wir jetzt, glaube ich, mit der Bahn rauffahren zum Schlossberg. Ich weiss es nicht, schauen wir mal. Der Eingangsbereich sieht auf jeden Fall schön aus. Bevor wir mit der Märli-Bahn fahren, gehen wir jetzt rutschen. Weißt du wie gut? Zuerst gehen wir hier mit dem Lift rauf. Und dann rutschen wir den Berg runter. Ja! Gib mal ein Fazit für die YouTube-Zuschauer. Wie war die Rutsche im Grazer Schlossberg? Geil! Das Beste ist, Caro ist voll am Abfluchen. Aber es ist nur noch ein Hügel, dann sind wir oben. Nur einer. Das ist das Handy. Das Festival heisst ja Metal on the Hill und ich und mein lieber Schatz sind gerade auf dem Weg on the Hill und zwar über so eine verdammte hure Stege. Und ich sage so, in der Mittagshitze ist das einfach eine Qual. Aber die Aussicht dafür ist wunderbar.
Wir sind angekommen in einem wunderschönen Hotelzimmer, das ich gebucht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich ein Hotelzimmer buche und es passt und es ist schön und es gefällt sogar der Caro. Aha. Jedenfalls, es ist jetzt, was haben wir? 1:30. 1:30 ist momentan. Das Festival fängt, oder die erste Band fängt in einer Viertelstunde an. Das werden wir allerdings nicht mehr rechtzeitig schaffen, weil wir müssen nach dem ganzen Stagenlaufen ein bisschen duschen, ein bisschen hübsch machen und dann geht es ab aufs Metal on the Hill. Frisch geduscht und wunderbar duftend machen wir uns jetzt auf den Weg zum Metal on the Hill. Und wie sieht es denn, würde ich sagen? Wir sind wieder zurück im Hotel und leckt um mir bin ich am Arsch. Und Caroline erst. Sie ist zwar düster, aber sie sieht aus wie so ein Haufen Elend. Warte, wir müssen noch Licht machen hier in diesem super schicken Hotelzimmer. Brauchen wir noch die Hotelkarte. Tada! Wow! Jedenfalls, bevor ich später am Abend oder morgen, weiß ich noch nicht, ein klares Review gebe, Samael sind heute Abend einfach der absolute Überknaller gewesen. Und die haben mir den letzten Nerv geklaut. Ich sehe es. Wir sind am Ende und es war so gut gewesen. Guten Morgen und willkommen zu Tag 2 vom Metal on the Hill Festival. Es ist jetzt der 14. August und wie ich gestern schon gesagt habe, bevor ich halb tot oder ich würde sagen tot ins Bett gefallen bin, nochmal ein kurzes Review über die Bands von gestern. Also wie gesagt, Samael hat alles weggeknallt, die sind hammergeil gewesen. Oder auch Windrose haben mir sehr gut gefallen. So ein kleiner, dicker Zwerg auf der Bühne, der richtig Stimmung macht und auch der Sound hat gut gepasst. Und dann Nanowar of Steel, zwar nicht meine Musik und hat auch musikalisch meiner Meinung nach nicht wirklich gut getönt, aber sie sind sehr lustig und haben auf jeden Fall Stimmung in die Bude gebracht. Jetzt, also wie gesagt, Tag 2 vom Metal on the Hill Festival. Wir haben gut zum Morgen gegessen,
Caroline schläft gerade noch, die ist auch noch immer K.O. Mal schauen, wann sie aufsteht. Jedenfalls freue ich mich heute auf Bands wie Harakiri for the Sky oder Flash God Apocalypse und natürlich am Abend dann Marduk. Und falls ich noch stehen kann nach Marduk, werden wir uns vielleicht auch Lordi noch geben. Mal schauen, wie es so wird. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Metal on the Hill Tag 2. Und da sind wir wieder im schönsten Keller von ganz Osttirol. Leider habe ich nicht mehr Videomaterial vom zweiten Tag übrig gehabt. Oder das Videomaterial war so schlecht, dass ich es euch nicht zeigen wollte, beziehungsweise nur schlechter als das, was ihr jetzt schon gesehen habt. Oder es war einfach so, dass ich das nicht der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Ihr wisst schon. Jedenfalls als kurze Zusammenfassung vom Metal on the Hill. Das Metal on the Hill ist ein geiles Festival. Erstens, Location super. Zweitens, die Leute voll freundlich. Und drittens, es gibt Bier und gute Musik. Was willst du mehr? Jedenfalls sollte das Metal on the Hill 2022 auch wieder stattfinden, bin ich sehr gerne auch wieder dabei. Die ersten Bands haben es ja schon angekündigt. Den Link zum Festival findet ihr in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.